Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Heute geht es um Innovative Industrial Properties. Ist das ein Kauf wert, ein Dividendenmonster mit 10%? Fast 10% könnt ihr an Dividendenrendite kassieren. Aber schaut euch mal meine genaue Analyse an und dann nehme ich euch mit auf diese Reise. Viel Spaß dabei, es geht auch schon los. Jetzt mal auf die Webseite von Innovative Industrial Properties gegangen und wir schauen uns das mal genau an, was die so machen. Die haben hier also mindestens 2,38 Milliarden total investiertes Gesamtkapital und Anzahl an Anlagen, bei der sie Cannabis anbauen lassen. Die vermieten nämlich dann diese Anlagen an die Betreiber und von denen bekommen sie Miete kassiert. Ich gehe nochmal hier auf einzelne Anlagen. Da hat hier in Arizona zum Beispiel Innovative Industrial Properties hat hier 3 Anlagen und 2 Mieter und das Kapital sind 28 Millionen US-Dollar und die Fläche wären hier ungefähr 377.000 Square Feet oder ein bisschen mehr in Quadratmeter die Fläche. Auf alle Fälle interessant und spannend. Ja. Hier Washington ist man tätig, im Sonnenstaat Kalifornien und auch in Florida hat man 4 Anlagen. Auch hier an der Ostküste von Amerika in New York sind sogar 2 Anlagen und haben 2 Mieter. Also es ist interessant aufgestellt. 29 Mieter kann man sagen, die Anzahl könnte noch nach oben wachsen. Das wäre vielleicht dann nochmal diversifizierter. Es ist so ein gewisses Risiko mit dabei. Und das sind deren Haupteinnahmen von Industrial Properties. Und da kommen wir auf eine Fläche von ungefähr 8,8 Millionen gesamten Square Feet. Square Feet ist ein Maß, was in Amerika existiert und Square Feet können wir uns kurz mal anschauen. Ja, Square Feet Fläche in 8.800.000 und das ist schon also eine beeindruckende Anzahl an Quadratmetern. Und jetzt müsste man ausrechnen, wie Pflanzen da hier eine Cannabispflanze braucht. Dann könnte man also auch noch die Ertragsstärke der Betreiber ausrechnen. Das wäre jetzt einfach zu viel im Detail. Wer Lust hat, kann es gerne mal ausrechnen und unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr da fit seid. Auf alle Fälle ist es interessant. Sie haben doch eine große Fläche. Ich finde die Tätigkeiten in 19 Staaten in Ordnung. Die sicherlich noch können sie weiter expandieren. Aber sie haben 29 Mieter und ich finde 29 Mieter, das ist aber alles meine persönliche Meinung, macht also immer eure eigene Recherche zu diesen Themen und ich besitze selbst keine Aktien von Industrial Properties, aber bleibt einfach dran und wir werden schauen, wie die Entscheidung am Ende ausfällt. 29 Mieter ist für mich nicht viel. Die steigen zwar, es ist ein interessanter Markt und auch wenn beschrieben wird in vielen Informationsquellen, dass also ein Mieter dann vielleicht auch, wenn er pleite gehen würde und dann ausfallen würde, einer dieser Betreiber dieser Anlagen, dann ein neuer einspringen würde. Sicherlich kann hier auch eine Konsolidierung stattfinden. Die großen Mieter bis zu großen sind Ascent und Ascent ist nicht mal börsennotiert. Also diese sogenannten Startups, Unternehmen, die hier beschrieben sind bei Industrial Properties, haben selber hohe Zinslasten und arbeiten also da nicht mit viel Gewinnen. Jetzt ist das also interessant. Das Umfeld im Cannabis ist natürlich schon seit einigen Jahren spannend und im Zuge der Legalisierungswellen kann es natürlich sein, dass hier weiterhin Geschäftspotenzial entsteht. Jetzt schauen wir einfach mal auf den Chart. Ich bin hier auf die Plattform seekingalpha.com gegangen und da ist der aktuelle Aktienkurs bei $72 ungefähr. Und in der Spitze, wir sehen, im Jahreschart ist die Aktie um 40% zurückgekommen und ist auch dann bei ca. 10% Anteil der Aktien, der ausgegebenen Aktien bei ca. 10%
von Shortsellern. Ist doch eine höhere Quote. Andere REITs haben aber auch noch höhere Werte und andere Unternehmen sind dann noch mehr geschortet. Ich will damit sagen, hier ist so eine gewisse Shortseller-Tendenz mit dabei und die haben auch ja in den letzten Monaten, so 12 Monaten circa, ein gutes Geschäft gemacht. Der maximale Chart sieht natürlich top aus. Wer also hier beim IPO mit eingestiegen ist bei ungefähr 17, 18 Dollar, der hat hier in der Spitze bis November dann einen guten Run mitmachen können. Auf alle Fälle 328,67% gestiegen in dieser Zeit, ist natürlich ein fantastischer Wert. Aber ist das auch nachhaltig mit den Dividenden? Können die das wirklich auch weiter zahlen? Da gibt es gewisse Vor- und Nachteile. Auf alle Fälle gibt es zu Innovative Industrial Properties eine Menge Videos auf YouTube und es ist schwierig, da das Richtige rauszuziehen. Ich kann also lange Rede, kurzer Sinn sagen, es gibt natürlich Befürworter, die die Aktie pushen wollen und es gibt aber auch negative Kommentare. Es gibt also beides. Ihr müsst also auf alle Fälle eure eigene Recherche machen, um die Entscheidung dann treffen zu können, ob ihr investieren wollt oder nicht. Was man sagen kann, die Aktie ist fundamental riskant. Es ist ein riskantes Investment und noch ein Tick riskanter, als es vielleicht mit anderen Real Estate Investment Trusts, also mit den REITs, aussieht, wie zum Beispiel eine Realty Income. Die haben ein komplett anderes Geschäftsmodell und man muss hier mit diesem Geschäftsmodell aufpassen. Ja, ich habe mir also zwei YouTube-Kollegen hier rausgesucht. Das ist der Nils Gajobi. Nils Gajobi hat hier ich kann sagen, er ist investiert. Er hat das auch in seinem Video hier bekannt gegeben, was sie machen können. Und jetzt schauen wir da einfach mal kurz in das Video rein. Es geht los mit der Zahltagstrategie. Hallo liebe Freunde der Zahltagstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajobi. Der Marihuana-REIT Innovative Industrial Properties hat dieser Tage für Schlagzeilen gesorgt. Innerhalb von 3 Handelstagen hat der Aktienkurs rund 20% verloren. Also die 20% Verlust sind natürlich aus dem letzten Jahr. Das Video ist ja, wie ihr seht, hier schon ein Jahr, fast genau ein Jahr alt und aus dem Jahr 2022. Und was ist Jahressicht knapp 70%. Ausgangspunkt der letzten Kursrutsche war eine Meldung über den Zahlungsausfall eines Mieters, der über 111 Marihuana-Plantagen bewirtschaftet und gemietet hat und der für 7,4% der Mieteinnahmen von Innovative Industrial Properties. Ja. Da ist jetzt genau das Folgende passiert, nämlich der Plantagenbetreiber hat hier einen Mietausfall gehabt oder hat Probleme, Miete zu zahlen. Und da kommen wir dann gleich nochmal auf das andere Video von Thorsten Tiet und in seiner Analyse, die ich da zusammengefasst habe, auf die Essenz und das geht jetzt gleich nochmal weiter. Verantwortlich ist. Und natürlich wurde ich gefragt, was tue ich jetzt mit meiner Position? Ich bin ja in dem Unternehmen seit Ende April 2022 investiert. Nun zunächst einmal, was tue ich nicht? Panisch in die Abwärtsbewegung hinein zu verkaufen. Ich habe insgesamt 9 Aktien, die machen 0,17% meines Depots aus und selbst wenn das gesamte Investment ein Totalausfall werden würde, würde mich der Verlust von $1.250 nicht aus den Schuhen werfen. So, jetzt wird es natürlich interessant. Also, der Nils hat damals im Juli 2022 9 Aktien gehabt von Innovative Industrial Properties im Wert von $1.250. Jetzt der Nils hat hier ein fantastisches Depot, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ich verlinke das euch unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir jetzt in sein Depot gehen, was hier über die Zahltagstrategie, dem YouTube-Kanal veröffentlicht wird, kommen wir auf diese Position. Ich hoffe, ihr seht es hier. Ich mache es ein bisschen größer und zoome mal rein. Und der hat hier, Anfangsinvestment war $5.000 und er hat aufgestockt. Er hat nämlich jetzt 50 Stück und wenn das hier alles richtig angegeben ist und bringt Ertrag im Jahr, Dividendenzahlung für diesen Betrag $360 oder circa 10%, passt ja auch zu dieser Summe hier. Und ist aber natürlich $2.000 im Minus, sogar ein bisschen drüber. Und ja, man muss das aussitzen. Anscheinend hat er nachgekauft und ist von 9 Aktien auf 50 hochgegangen und hat gedacht, also die Innovative Industrial Properties kann hier einen guten Beitrag, stabilen Beitrag zu seinem gesamten Depot
machen. Also Nils, beeindruckende Zahlen überhaupt zu dem Depot, Kompliment dazu, finde ich fantastisch und ich verfolge natürlich auch deine Themen auf deinem Kanal. Ich verlinke das unten, ihr könnt es dann nochmal in voller Länge anschauen, ist nicht so lange, 8 Minuten und Nils, ich fasse es mal kurz zusammen, zieht eigentlich hier so mehr Vorteile aus dem Investment, deswegen ist er auch schlüssig, er hat hier dann weiter investiert in seine Innovation Industrial Properties und vertraut da diesem Unternehmen mehr Geld einfach an. Jetzt like mir mal sein Video hier und das hat er gut gemacht. Auf alle Fälle kann ich sagen, ich finde seine Argumente, dass es ein Wachstumsmarkt ist, nicht wirklich besser oder meinungsbildend für mich, weil natürlich können Mieter ausfallen, aber wenn es halt einfach öfters passiert, dann rauscht auch der Aktienkurs weiter in die Tiefe. Jetzt gehen wir mal zu dem Kanal und zu diesem zweiten Video, was ich mir rausgesucht habe von Thorsten Tiet. Das ist also der Erfinder von Aktienfinder, der Webseite mit super spannenden Kennzahlen für Aktien, wo man also Qualitätsaktien herausfinden kann. Und der Thorsten Tiet sagt hier also Folgendes. Innovative Industrial Properties Super REIT im Ausverkauf. Ich denke, Innovative Industrial kann man als Super REIT bezeichnen, wenn man mal fundamental anschaut, was da die letzten 7 Jahre sind es, glaube ich, seit dem IPO 2016, Ende 2016 passiert ist. Durchschnittliches Gewinnwachstum hatte ich also mehr als verdoppelt im Jahr. 135%, da hat der FFO zugelegt, haben Dividendenwachstum über 70% und wir haben eine aktuelle Dividendenrendite von über 6,5%. Wir werden uns das alles dann ganz genau anschauen. Und wir werden vor allem auch anschauen. Ja, aktuell dadurch, dass natürlich der Aktienkurs runtergegangen ist. Sein Video ist ja auch schon wieder 10 Monate alt. Damals war die Aktie noch wesentlich höher und er ist da bei 6% gewesen. Die Dividendenrendite ist jetzt dann durch die sinkende Aktie auf 10% fast hochgegangen. Wo mögliche Fallstricke lauern, denn ihr kennt den Spruch, wenn es so schön ist, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Ist Innovative Industrial Properties drastisch die Ausnahme. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor und ich zeige euch also die Mieterstruktur, die es zumindest vor einem Jahr gab. Und da gab es also 15 Mieter, die sind jetzt gestiegen auf 29 und die meisten von diesen Mietern sind aber nicht börsennotierte Unternehmen und er hat sich da jetzt zum Beispiel Ascent Wellness herausgepickt oder auch Curaleaf, könnt ihr auch unten dann im Video genauer sehen, ich verlinke euch das und lange Rede, kurzer Sinn, die Unternehmen sind wirklich nicht finanzkräftig, also die haben hier einfach viele rote Zahlen, quartalsweise gehen die da ins Minus und das ist also das Risiko. Was ist denn nämlich das Geschäftsmodell von Innovative Industrial Properties? Die bauen ja selber nicht das Cannabis an, sondern sie vermieten sie haben Anlagen, sind vielleicht auch Eigentümer dieser Anlagen, die sie eventuell bauen haben lassen oder eventuell auch gekauft haben, die es schon gab und damit vermieten sie diese Industriegrundstücke in Anführungsstrichen an diese tollen Betreiber und wenn die Betreiber aber also kein Geld mehr haben, können die sich von Industrial Properties einfach Geld für ihre Mietzahlungen leihen und dann wird das einmal verzinst. Das ist natürlich interessant, wenn die Zinsen niedrig waren, wie es eben jetzt bis zum letzten Jahr, Anfang des Jahres noch der Fall war. Aber aktuell haben wir natürlich ja viel höhere Zinsraten, weil die Fed die Zinsen nach oben geschoben hat und das folgt daraus, dass es also jetzt schwieriger wird für die Industrial Properties neue Aktien rauszugeben, beziehungsweise dann mit Aktien mit Zukäufen weiterhin zu wachsen. Das wird dann einfach teurer für sie und das ist also der erste große Nachteil. Ich habe hier weitere Nachteile raus extrahiert. Innovative Industrial Properties, also im Überblick. Es ist tatsächlich ein Vorteil, dass sie also lange Mietverträge haben mit den Betreibern der Cannabisanlagen im Schnitt 15 bis 20 Jahre, also im Schnitt 15 bis 20 Jahre und Industrial Properties hat kaum Schulden aktuell, das waren die Zahlen aus dem letzten Jahr und hat hat eine starke Bilanz. Aber das sieht alles nach vorne hin gut aus, aber wenn man eben die Nachteile gleich mal anschauen wird, da ist dann nicht mehr so viel Licht dahinter.
Der Markt ist ein Wachstumsmarkt und ist also stark reguliert, und Sie können also durch diese Einschränkung des Marktes nur mit einer Lizenz, und es scheint auch länger zu dauern, dass man diese Lizenz dann bekommt, Cannabis anbauen, und dadurch entfällt die Konkurrenz. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber jetzt haben wir so 3 kleine Vorteile und die Nachteile überwiegen doch wirklich. Es gibt nämlich insgesamt 15 Mieter und die machen 90% der Mieteinnahmen aus. Was passiert beim Ausfall? Und das ist also keine gute Diversifizierung. Wir haben vorne auf der Homepage gesehen, dass es tatsächlich aktuell schon 29 Mieter sind. Also die versuchen natürlich diese Anzahl der Mieter zu steigern, was ein Pluspunkt ist. Das ist tatsächlich positiv zu sehen und wird sicherlich die Diversifizierung stärken. Es sind keine großen oder börsennotierte Kunden dabei, bis auf einen. Ascent Wellness ist als Mieter, und das seht ihr dann in dem Video bei dem Thorsten Tiet hier ab Minute 8:56, könnt ihr reinklicken, dass da gesagt wird, also das sind keine börsennotierten Unternehmen. Was soll es heißen? Die haben selber ziemlich starke Schulden und Belastungen. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, und die sind ja jetzt auch weiter gestiegen, und die Zinsen werden noch im nächsten Jahr und auch das darauffolgende weiter hoch bleiben. Also das wird jetzt auch noch ein paar Jahre so gehen. Das belastet natürlich deren Bilanzen und kann dazu führen, dass sie eben keine Mietzahlungen vielleicht mehr vornehmen können. Und die Zukäufe für Innovative Industrial Properties ist also mit Aktien bezahlt, und die haben in den letzten Jahren, 6 Jahren, von anfangs 1 Million Aktien auf 28 Millionen Aktien, also das ist das 28-fache, sagt auch der Thorsten selbst in seinem Video, in diesem Zeitraum nach hoch gepusht, und mit Faktor 28, und das ist schon eine krasse Vervielfachung, muss man einfach so sehen. Die steigenden Zinsen durch Verleihung oder Vergabe von Fremdkapital hat jetzt schon durchgeschlagen, und dass Industrial Properties da also nicht mehr so leicht verkaufen kann, beziehungsweise das Gewinnwachstum verlangsamt sich seit 2022, und das sieht man auch in den Zahlen selbst. Es gibt nochmal einen Artikel hier von Seeking Alpha, einem Analysten, der sehr gerne dort auch schreibt. Der Artikel ist von Brad Thomas, und er sagt, ja gut, er versteht diesen Punkt, dass der Aktienkurs runtergegangen ist und der REIT nicht mehr so bewertet ist wie vor einiger Zeit. Er sieht aber auch eben, er selbst hat hier minus 22% bei IIPR, also er ist da auch ins Minus gekommen, genauso wie der Nils Gajobi. Und was sein guter Punkt ist, oder was er sagt, aus seiner Sicht, hat er hier kein Erfolgsinvestment, aber aus seiner Sicht sagt er, die Anlagen sind nicht einfach dann weg und sind halt nachhaltige Assets, auch wenn dafür der Mieter erstmal ausfällt, und das ist der gleiche Punkt, den auch der Nils Gajobi anbringt in seinem Video. Also es sind ähnliche Analysen, die hier gemacht worden sind. Der krasseste Nachteil, die meisten Mieter haben hohe Schulden und sind stark verschuldet, und sie leihen sich selbst, das sieht ihr nämlich dann nochmal hier oben in dem Punkt, das aktuelle Geschäftsmodell von Industrial Properties, also die geben, was ich anfangs gesagt habe, als Fremdkapitalgeber treten sie auf und geben den Betreibern für diese Gewächshäuser, die Anlagen, dann also Fremdkapital. Das heißt, die leihen dem dort Geld. Natürlich kann es dann eben passieren, dass auch so eine Mietzahlung dann mal ausbleibt, wenn so ein Mieter, ein Betreiber der Anlage hier pleite geht. Also ich sehe das sehr kritisch, dieses Modell. Das ist also mein Fazit, meine persönliche Meinung. Ich werde in Innovative Industrial Properties nichts investieren, keinen einzigen Euro, auch wenn die Aktie jetzt bei ungefähr 63, 66 Euro liegt. Also ich bin hier nochmal in Trade Republic gegangen, und ihr seht, ich habe die Innovative Industrial Properties aufgerufen. Der 5-Jahres-Chart sieht echt aus wie so eine V-Formation. V-Formation ist ja eine charttechnische Muster, und der ist hochgegangen wie ein V, und hier in der Spitze waren es 241 Euro und auch krass wieder abgefallen. Also wenn man ein bisschen Chartanalyse betreibt, dann geht der auch nochmal runter auf $20. 20 Euro oder $20, ist ja wurscht. Das ist ein echt ein Risikoding, wenn ihr da reinschaut. Ich würde diese Dividendenrendite in anderen Investments mir
arbeiten und es gibt schönere, sichere Investments und da habt ihr auch 10% Rendite. Also überlegt euch das wirklich gut. Ich bin also folgendes Fazit für mich: Die Nachteile und das Risiko ist einfach zu groß, bei Innovative Industrial Properties zu investieren. Wer hier 2020 im Corona-Tief zum Beispiel eingestiegen ist und hat es geschafft, hier vor dem Abfall, kurz danach vielleicht auch auszusteigen bei 200 Euro, 220 Euro. Der herzlichen Glückwunsch, ich gönne jeden Euro, jeden Cent Gewinn aus Kurswachstum natürlich, der hat es perfekt gemacht. Wer natürlich hier eingestiegen ist bei 180 und jetzt nur noch 63, 64 Euro hat, der ist natürlich sozusagen am A-Punkt. Und das ist wirklich arm, weil er hat natürlich dann hier sein Investment einfach mal gedrittelt und ist nicht mehr viel übrig. Trotzdem, also wenn ihr bei Trade Republic auch mal diese Charts sehen wollt, dann geht einfach unten über meinen Link und ist ein Affiliate-Link, da könnt ihr euch anmelden bei Trade Republic und ja, das war's also in aller Kürze. Das war's auch schon in aller Kürze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, einen Daumen hoch. Und wenn ihr wissen wollt, warum Main Street Capital eines der besten BDC, Business Development Company Unternehmen ist, also eine Beteiligungsgesellschaft, schaut euch dieses Video an. Und wenn ihr wissen wollt, wie eigentlich die Quellensteuer funktioniert, dann schaut euch das andere Video an. Viel Spaß dabei, bleibt investiert, bis zum nächsten Mal. Danke euch, ciao, ciao.